Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. Wir nehmen euch dieses Wochenende mit nach Peckwitz. Das ist ungefähr 400 Kilometer von uns entfernt. Da machen wir ein Offroad-Intensivtraining. Wenn wir noch ein bisschen müde aussehen, dann liegt das daran, dass wir heute vor 5 aufgestanden sind und wir sind auch noch schon vor 7 losgefahren, weil das nämlich heute Mittag schon startet. Wir freuen uns drauf und wünschen euch viel Spaß beim Video. Ich verding nicht ab. Hallo. Jetzt. Er ist eingerostet. Das ist Kunststoff. So. Und weg. So. Das guckt. Das sieht gut aus. Kann man so lassen. Nachdem wir das übliche Prozedere wie Luft ablassen, Steckdose abkleben, lose Teile entfernen und sicherheitshalber auch das Nummernschild abmachen erledigt haben, schauen wir uns mal um, was hier so alles herumsteht. Wir sind eine kleine Einführungsrunde gefahren, ganz andere Liga als Weze. Recht komplizierte Strecke oder zumindest ja, was Neues für uns. Eine Next Level. Ja, vor allen Dingen, wir sind nicht gefahren, die Einführungsrunde, wir wurden Wir gefahren. wurden gefahren, aus Sicherheitsgründen, damit Ja. wir uns nicht direkt auf die Seite drehen. Genau. Jörn hat uns dann sehr nett begrüßt, uns ein wenig über den Verlauf des Wochenendes erzählt und uns dann auch gleich in 4 Gruppen eingeteilt. Hier seht ihr jetzt unsere Gruppe. Das liegt. Wenn dieser Knopf gedrückt ist, ist das für alle anderen in der Regel sehr amüsant. Geht dann halt auf eure Kosten. Und man kann halt auch nicht antworten. Also. Meine erste Challenge. Ich sehe sie vor mir. Da kommt der Hilux nicht auf einmal rum. Die Hilfe naht schon, man wird hier wirklich nicht alleine gelassen. Nicht so weit. Perfekt. Super.
Wir ziehen ständig Furchen im Sand. Man hat uns schon geraten, Kartoffeln zu säen. Die Einführungsrunde haben wir jetzt beendet. Ja, ich finde es sehr spannend. Immer wieder interessant, was der Wagen so schafft. Die anderen sind nur Jeeps und Defender und so. Und die haben natürlich einen viel kürzeren Radstand als wir. Die haben es dann einen Ticken einfacher. Also, ich habe mich schon ein bisschen entkleidet. Hier bereitet unser Guide erst einmal die Piste vor, indem er da ein wenig vor und zurück fährt und auch schaut, ob wir da langkommen. Und dann sind wir dran. Okay, also wir fahren jetzt diese Strecke nicht. Jetzt man das Auto wieder und dann wieder mit einem kleinen Schwung hoch, wenn die Nase runter geht, von da. Okay. Und ein bisschen nach rechts lenken noch. Echt? Genau, so. So. Genau, jetzt schön langsam runter. Ja, weiter bist du noch nicht unten. Okay, jetzt geht die Vorderachse hoch. So, jetzt ein bisschen Gas geben. Gas, 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 Gas. Mehr. Ja, genau, los. Weiter. Okay. Sehr schön, perfekt. Hier ist das Verteilergetriebe kaputt gegangen, da geht leider gar nichts mehr. Okay. Gut, danke. Der erste offizielle Tagesordnungspunkt ist Winschen. Das bekommen wir dann erst einmal sehr ausführlich theoretisch erklärt, um dann auch das Ganze praktisch anschauen zu können. Derweil können die Hunde sich auch ein wenig entspannen und ein bisschen draußen sich herumbewegen. Ganz wichtig, wenn ihr so Stahlschäkel habt, die sind ja Schraubverbindungen drin. Man steckt die rein, man schraubt die zu. Ne? So. Und dann eine halbe Umdrehung mindestens aufmachen. Ist das zugedreht, ihr zerrt da mit 4 Tonnen dran, dann gehen auch die eine innige Verbindung ein und ihr fahrt dann dauernd mit dem Ding am Auto durch die Gegend. Das ist okay. Kaputt gegangen ist. Vorne an den Hier sehen wir dann auch schon gleich einen Fehler, den man machen kann, nämlich dass die Räder nicht in die Richtung eingeschlagen worden sind, in der gezogen wird. Perfekt, gute Reise! Jetzt kommen ja mal ein paar, ich sag mal, etwas kleinere Hügel, die sind aber alle auch schon platt gefahren von vielen Fahrzeugen. Das sollte eigentlich für alle passen. Wenn nicht so ist, bitte einmal melden. Wenn es nur die Anhängerkupplung ist, geht's ja. Ja, da schleift sie.
Ist ja richtig viel Verkehr hier auf dem Gelände. Da muss man ja vielleicht doch vorher mal auf Google schauen, ob nicht irgendwo ein Stau ist. Ich glaube, das sollten wir jetzt. Oha. Nein, wir wollten jetzt nicht mehr rauswünschen, wir wollten direkt Abendbrot essen gehen, ne? Also ich meine, ne? Holen wir den jetzt hier ein. Ich würde sagen, wir lassen den stehen und holen morgen wieder, oder? Was meinst du? Vor dem Abendessen werden dann nochmal alle Kinder und Hunde rausgelassen, damit sie sich ein bisschen austoben können. Wir haben uns ein Hotelzimmer auf dem Gelände gebucht, weil die Wettervorhersage nicht ganz so geeignet ist für ein Dachzelt. Unsere Bleibe hier in Peckwitz. Sehr vornehm. 2 Betten. Ich würde sagen mit Sicherheitsabstand. Jugendherberge Scham. Ja, oh. Ein Fernseher. Ich wollte gerade sagen, der Fernseher, der ist aber wirklich, Der kann sich sehen. der ist sehr groß. Ja, und immerhin 2 Stühle. Das war's. Und ein Spiegel. Toiletten und Dusche sind auf dem Gang. Abends gab es dann noch die Möglichkeit, an einer Uralfahrt teilzunehmen. Ich habe erstmal Thierry vorausgeschickt, um mal zu horchen, wie das da so sich anfühlt. Komm hier ran. Halt so fest, halt so fest, halt so fest. Halt so gut fest. Stopp! Bin auf Gehör gefahren. Zu Hause. So! Nach Thierrys Beschreibung habe ich dann beschlossen, dass das für meine Bandscheiben auf der Ladefläche da nichts ist. Und war schon ein bisschen traurig, weil das sah ja schon richtig spektakulär aus. Im Fahrerhaus ist dann aber noch ein Platzteil frei für mich. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt haben wir den kleinsten Gang genommen. Ah, okay. Damit ich ein bisschen schon. Ja, ich muss mich mal mit den Füßen abstützen, weil mit den Händen muss ich das Handy halten. Oh. Ist etwas schwierig. Das ist lustig. Ich hoffe, ihr habt die Tür hier neben mir zugemacht. Ja, die geht auch. Geht nicht auf. Gut. Keine Sorge. Schade, dass man das auf dem Video nie sieht. Das ist so geil. Cool. Klasse. Der arme Wagen. Ich glaube, das schafft die Kamerastabilisation nicht mehr. Wer hat das denn geschaufelt? Nee, das haben wir wohl gekauft. 5 Minuten gebraucht, um morgen zu kommen. Okay. Boah, was für ein
Geräusche. Müsste tatsächlich laufen. Oh nein, wir müssen jetzt laufen. Und da oben ein Bild mit dem Reifen. Ich freue mich hier schon auf die verdutzten Gesichter der Daheimgebliebenen, wenn wir alle zu Fuß zurückkehren. Und ich verrate euch hier schon, ich werde nicht enttäuscht werden. Was ist das für ein Profi-Video hier? Ich kann nicht mehr. Wir haben ihn gefetzt. Ey, bleib stehen, deine Steckachse drauf. Am nächsten Morgen ist noch alles ganz ruhig und friedlich. Bei unserem morgendlichen Stuhlkreis werden wir dann wieder in Gruppen eingeteilt. Und dann geht's auch schon gleich wieder auf die Piste. Stopp! Das war nicht gut. Hier üben wir das Fahren am Steilhang. Die Aufgabe lautet, erstmal in der Mitte des steilen Hügels anhalten, dann rückwärts wieder herunter, als nächstes in einen nach oben und dann natürlich wieder auf der anderen Seite auch irgendwie herunter. Das sieht sehr souverän aus.
Wir hatten die Aufgabe, im ersten Gang herunterzufahren, und zwar ohne zu bremsen. Das kostet erst einmal ganz schön Überwindung. Das sieht auf dem Video auch wieder viel einfacher aus, als es war, denn es war für unseren Dicken schon ganz schön eng dort. Und dann bist du auch schon raus. Ich habe mir auch überlegt, mich da unten reinzustellen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Hier bereitet unser Guide mal wieder die Strecke vor, durch unermüdliches und geduldiges Vor- und Zurückfahren. Also wenn ihr den öffnet, Dreh hat ja leider keine Handfrei, das ist schade eigentlich. Muss man sich das nehmen? Der wird zu klein, das sehe ich gar nicht.
klar. Jetzt Soll ich macht von der das Bremse quasi nehmen? zusammen. Die Bremse weg. Hast du Bremse weg? Oh. Erst die Hand rein und versuchen wir so ein bisschen mitzufahren. Einmal mal hoch. Das war nicht meine Art sein. Ich glaube, da waren wir, oder? Ja. Nach dem Frühstück und der Gruppeneinteilung geht es auch gleich schon wieder ins Gelände. So, wir fahren jetzt die Auffahrt, die wir sonst immer hochgefahren sind, fahren wir runter. Das ist spannend, weil das sieht auf dem Video mal wieder überhaupt nicht steil aus, aber es ist extrem steil. Ich glaube, hier kann man jetzt gerade zu Fuß kaum hochgehen, weil wir ja auch heute Schlamm haben. War gestern schon steil und schwierig zu Fuß runter zu rutschen. Ja, auch. Ich kann Baum kommen oder so. Fährst du zwischen den beiden, fährst du gerade durch und den nehmen wir zwischen die Achsen, der ist niedrig genug, da passiert nichts. Okay. Alles gut, das kriegen wir hin. Super, genau, meine Lenkung gerade. Einfach, die kann ich aber links rum und dann gerne entweder auf die Hügelkette reinfahren. Ich weiß nicht, ob er das immer drüber gefahren hat oder die Kette vom Stoß, genau. So einfach fahren. Den Rest durch Kunden fliegt er einfach rum dann. Nur ein bisschen dann. Alles gut? Das passt doch. Jawohl, das mal gerade machen, schön gerade auf mich zu kommen. Genau, das wird einfach weiter. Das sind so die typischen Punkte beim Pickup, ihr habt dann vorne kaum Verschränkung.
Vor dem finalen Showdown müssen die beiden sich schnell noch ein wenig erleichtern. Thierry, was sagst du dazu? Haben wir eine Möglichkeit, dieses Auto Käuflich zu erwerben? Nein. nicht käuflich zu erwerben, sondern hier wieder herauszuholen? Wie ist deine Meinung? Ich würde das zuschütten. Du meinst, das lohnt sich eh nicht. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Da machen wir jetzt mal gar kein großes Gefackel. Sand drüber, fertig. Weg. Wenn ihr daran interessiert seid, wie das abgelaufen ist, dann schaut euch doch gerne unser nächstes Video an. Da werden wir hierauf und auch auf andere Themen wie Technik, Bergung und Notfallversorgung etwas näher eingehen. So schnell ist ein Wochenende vorbei und es ist Zeit, sich zu verabschieden. So, 5 Meter gehen, dass wir draußen. Leg ihn vor, ich weiß nicht. Ich denke schon, das ist doch reichen. Gut. Nach Hause. Ja, guck ja mal weg. So, wir verlassen das Gelände ganz offiziell. Der Jörn macht uns auf. Unser Weg in der Freiheit. Der Weg in die Freiheit, da ist er. Er ist frei. 3 Tage intensiv Offroad-Training in Peckwitz sind nun vorbei. Ich denke, uns hat es einiges gebracht, obwohl wir nicht alles mitfahren konnten und wollten, weil wir hatten den dicksten den längsten und den höchsten und den schwersten. Wagen. Ja, wir geben jetzt mal ein bisschen an, ne? Ja, ist aber so. Ja, es war ja fürs Offroad-Training nicht besonders gut. Wir haben die anderen beneidet mit ihren kleinen, wendigen Wagen. Die konnten wirklich alles fahren. Das war natürlich viel aufregender für die. Aber wie gesagt, wir wollen ja mit unserem Wagen auch noch einiges machen. Deswegen haben wir ihn jetzt auch nicht sondern eher unterfordert. Aber für uns war das vollkommen in Ordnung, denn wir haben beide ja recht viel nochmal mitnehmen können. Wir freuen uns, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bald wieder. Und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.